Hallo ihr Lieben, ihr habt wenig Zeit und keine Lust lange in der Küche zu stehen, dann ist dieses Video wie gemacht für euch. Und wir starten auch gleich los mit einem Tortilla Wrap nach Burgerart. Für die Soße gebt ihr in eine Schüssel Mayonnaise, Essig, Ketchup, Paprikapulver, Senf, Pfeffer, Zwiebel- und Knoblauchpulver, Zucker und sehr fein gehackte saure Gurken. Das ist übrigens jene Soße, die ich auch für den klassischen Burger zubereite und die ist wirklich gut, also die müsst ihr probieren. Salz gebe ich nur nach Bedarf dazu, also so eine kleine Prise, und was ich gerne hinzufüge ist auch griechisches Joghurt, denn dieses macht die Soße ein bisschen leichter. Schnappt euch den ersten Tortilla-Fladen und schneidet ihn auf diese Weise bis zur Mitte ein. Dieser Fladen besteht jetzt aus 4 Teilen und diese werden befüllt. Ich verwende hier Schmelzkäse, Fleisch, das ich kurz angebraten habe in der Pfanne, Salat, Tomaten und natürlich noch ein paar Zwiebeln und Gurken. Der Fladen wird jetzt auf diese Weise zugeklappt und da solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht zu viel Füllung verwendet, denn sonst schießt euch diese an den Seiten wieder raus. Einmal kurz von beiden Seiten anbraten, entweder im Grill oder in der Pfanne und das war's auch schon. Bis aufs Anbraten des Fleisches habt ihr hiermit nicht viel Arbeit und glaubt mir, mit dieser Soße schmeckt diese Variante einfach Bombe. Jetzt wird es fischig und dafür brauchen wir zunächst eine Honig-Senf-Soße. Da gebt ihr einfach ein bisschen Senf und Honig in eine Schüssel, fügt noch ein bisschen Dill hinzu und eventuell noch Salz und fertig ist die Soße. Fladen wiederum wie vorhin einschneiden, ein Viertel mit etwas Frischkäse bestreichen und mit Dill bestreuen. Das zweite Viertel belegt ihr mit geräuchertem oder auch angebratenem Lachs. Weiter geht's mit Rucola und Gurken und Zwiebeln. Wiederum umklappen und ab in den Grill. Die Hühnchenvariante ist der Favorit meiner Familie und dafür brauchen wir zunächst eine Sour Cream Soße. Dafür vermischt ihr Sauerrahm und Senf, fügt Mayonnaise hinzu und Honig und noch eine Prise Salz und Pfeffer. Auf das erste Viertel kommen Zwiebeln, die habe ich in der Pfanne kurz angeschwitzt, auf das zweite kommen Champignons zusammen mit ein bisschen Käse. Ein bisschen Rucola und Cherrytomaten und schlussendlich das angebratene Hühnerfleisch. Es folgt die Veggie-Variante und dafür brauchen wir zunächst mal grünes Pesto. In dünne Scheiben geschnittene Paprika, getrocknete Tomaten und noch ein bisschen Käse. Ich verwende am liebsten Mozzarella, denn der zieht so schöne Fäden und schmilzt auch am besten. Und wenn euch das nicht genug war, dann gibt es auch noch zum Frühstück Wraps und zwar auf diese Weise. Zunächst mal bereiten wir eine ganz normale Eierspeis vor mit ein bisschen Öl in der Pfanne. Aufs erste und zweite Viertel kommt ein bisschen Avocado-Püree und die Eierspeis. Danach noch Putenschinken, Frühlingszwiebeln und natürlich Käse. Damit habt ihr schon ein relativ gesundes und auch sättigendes Frühstück. Und für diejenigen, die es eher süß mögen, gibt es natürlich auch so eine Variante. Das erste Viertel bestreiche ich mit etwas Erdnussbutter. Auf das zweite kommen Erdbeeren mit Erdbeermarmelade. Nummer 3 besteht aus Nuss-Nougat-Aufstrich und Bananen. Auf das letzte Viertel lege ich Himbeeren, die haben so einen leicht säuerlichen Geschmack und der passt ganz gut zu den relativ süßen Zutaten. Ja meine Lieben, das war ein kurzes, knackiges Video mit 6 leckeren Varianten und wenn euch diese gefallen haben, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und drückt auch gerne das Glöckchen, denn so bekommt ihr Benachrichtigungen zu meinen zukünftigen Videos. Vielen Dank fürs Zusehen und bis nächste Woche.